Sport. TV like tops, but none of us wants to have 10 tops in the semi. Every time the setting fail, everyone say that the route setter doing shit. Die Routenbauer sehen sich immer als Künstler. At the end, the competitions are for the athletes. Beta, die monatliche Klettersendung, wird präsentiert von Bächle Bergsport, Petzl und Etrfor. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Beta. Wir sind für euch an den größten Kletterevent des Jahres gereist, an die EM in München, und haben dort Alexander Megos begleitet, ihm über die Schultern geblickt. Doch nicht nur das. Schnell wurde uns klar, das Thema Routenbau, das brennt unter den Nägeln. Da ist er ja! Ja Jungs, Hey, bis später. Na, alles klar? Bitte munter. Na klar, wie immer. Ich Long hoffe, du hast time schon no aufs see. rote Knöpfchen gedrückt. Alex, ja, hey. So gut, na los geht's. Alex, alter Hase, sag mal, das Training in Sees hat sich ausbezahlt, oder? Ja, würde ich auch sagen. Da habe ich Maxi auch schon verklickert an so einem Coach. Ab jetzt, glaube ich, muss ich vor jedem wichtigen Wettkampf nach Sees fahren, weil es scheint ja gut zu tun. Hier zweimal fast, also einmal fast ins Top, einmal ans Top geklettert. Gehechtet. Wie waren so die Routen heute? Wie würdest du beschreiben? Dein Stil, super gut, warst einfach verdammt stark wegen dem Training in Sees? Ich glaube, die linke Route war mehr so mein Style, also ein bisschen links, rechts. Taugt mir auch mehr, ist auch mehr Leadklettern. Die rechte ist also ein bisschen Zirkusveranstaltung. Ja, ich meine, wenn man sich anstrengt, kommt man schon irgendwie drüber. Es ist halt immer so ein bisschen wackelig und unangenehm zu klettern und mega scary zum Losspringen, aber ja gut. Zirkusveranstaltung, das sind deutliche Worte von Alex Megos. Doch er ist weder der Erste noch der Einzige, der an der Europameisterschaft das Thema Routenbau anspricht. Von verschiedenen Seiten wird Kritik an uns herangetragen. Dem wollen wir genauer auf den Grund gehen. I texted you this morning to ask you if we can speak about a specific topic with you, and it's a topic that's always present at competitions. It's route setting. And I remember in Chamonix you did like the moderation together with Matt, and during that competition you said we have a problem route setting. What's our problem? We have many problems. Well, the main thing that everyone noticed and that we try to push now is that we lack a lot of women who are setting at the competitions. Why do you think there is no more female route setters? Everybody asks me this question. Actually, I have no clue ideas. It's a hard job. It's physically hard job. Yesterday I slept 2 hours. 2 days ago I slept 3 hours, and you have to be focused all day. How is it for you to work with so many male people around you? Actually, I like it because the men are quite easy to work with. If they think something, they will tell you this without any excuses. All male route setters with who I'm working with were really open for me as a female route setter, for the diversity. They want to have me in the team, and they were open for my own opinions. And they really try to find the way to communicate each other and to make our best. Die zahlenmäßige Dominanz der männlichen Routenbauer gegenüber ihren Kolleginnen hat natürlich auch Einfluss auf den Stil, wie geschraubt wird. Darüber hinaus wird auch kritisiert, dass Routenbauer sich selbst respektive ihre Ideen zu sehr verwirklichen wollen. Ich glaube, wir haben ein massives Problem im Routenbau in so einem Sport, weil sich die Routenbauer nicht als Dienstleister sehen, sondern als Artisten. Die Routenbauer sehen sich immer als Künstler und wollen immer etwas machen, was vorher noch nie an der Wand war. Aber mittlerweile ist es schwierig, eine neue Bewegung zu kreieren. Es geht eher darum, Bewegungskombinationen zu machen, die es noch nicht gegeben hat oder die bisher schwer miteinander vereinbar waren. Und immer etwas Neues zu bringen, bringt dich in eine Situation, wo du oft etwas baust, was nicht möglich ist oder was zu schwer ist. We had a lot of dangerous boulders this year as well, swinging from side to side on the top of the boulder where you can land on your head, basically. Had quite some injuries, elbow injuries, shoulder injuries, people falling on their arms, straining their elbows or even tearing ligaments in some very difficult, unnecessary presses. Ehrlich gesagt hatten wir heuer im Team so viele Verletzungen wie noch nie. Also
Es ist mir noch nie passiert, dass so viele Verletzte waren. Und ein Grund ist sicher, dass sie einarmig ganz viele Griffe anspringen müssen und abfangen müssen und dann oft in die Schulter fallen. Haben sie Ellbogenverletzungen, Schulterverletzungen. Wir müssen extrem viel mehr Ausgleichstraining machen wie vorher, damit die ganze Kette zusammenspielt. Nur wenn du 25 Stunden an der Wand verbringst, kannst du nicht 25 Stunden Ausgleichstraining machen, das geht nicht. Das heißt, wenn du jetzt 2 Stunden Ausgleichstraining machst, ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn du 25 Stunden an der Wand verbringst. Das ist ein Problem und das wird in Zukunft auch ein Problem sein. Das sind deutliche Worte und direkte Anschuldigungen an die Routenbauer. Hören wir uns doch an, was die Routenbauer zur Kritik sagen. How do you deal with critics? I will say that the truth it's always between people. So we do a lot of mistakes, of course, but we also doing our best. And the athlete should never forget that we work quite a lot with a lot of passion, and whatever will happen, I hope they always feel that we're trying to do as much as we can. So we are not against the athletes, and it's important for us to just find the right balance, to push themselves, to push the sport, to push concept and movement, and also at the other time to give them opportunity to express what they can do. In den Gesprächen kommt ein weiterer Aspekt zum Vorschein, welcher den Routenbau stark beeinflusst: Veranstalter und Medien. Sie wollen eine publikumswirksame Show und üben entsprechend Druck auf die Routenbauer aus. Sometimes they're ordered to make a certain thing. That's another problem. You have an organizer who will say, I want this many tops on the lead route, or I want a winner or finalist to have all 4 tops or all 3 tops, or they can say what they like. Do you feel pressure from the IFSC and the organizers to do a certain way of route setting? Yes, I do. Unfortunately, it's not always in a good way because the media and TV has a huge influence of us as route setters. We still try to set for the athletes and to show the crowd the best part of climbing. But TV wants something different, especially in lead. TV like tops, but none of us, athletes, route setters, coaches, don't want to have 10 tops in the semis, and we have to find a way to communicate and to make our sport nice to watch for the people who are not involved in climbing at all, but in the same time to show the best part of climbing. At the end, the competitions are for the athletes, and we dedicate all our time for training, and we want to show that on a competition. Bei aller Kritik wird uns eines bewusst: Alle Involvierten, ob Athletin, Trainer oder Coach, wissen, dass die Aufgabe der Routenbauer ungeheuer schwierig ist und sie kaum alle Bedürfnisse abdecken können. Und trotzdem wird immer wieder scharf geschossen. It's an amazingly difficult job. To guess what is the perfect difficulty is impossible, so you can just try your best to have a good separation, because a good separation is always what you need as an outcome. It's not easy to set a route that I would be satisfied, and all the girls would be satisfied, and audience would be satisfied. I know it's tough. I think route setting is not an easy job. It's definitely a super hard job to do a route that everybody would like, and that's definitely impossible. Ich will es gar nicht jetzt irgendwie so darstellen, dass die Routebauer immer schuld sind. Also wir haben natürlich ein massives Problem. Die Vorgaben sind halt, ja, es muss spektakulär sein, es muss hier publikumswirksam sein und ihr habt nur so und so viele Tage Zeit. Ihr dürft aber keine Griffe in Rot verwenden, ihr dürft das nicht machen, ihr dürft das nicht machen. Ja los, macht mal, aber schnell bitte. Klar, die stecken genauso im Schlamassel wie die Kletterer auch, habe ich manchmal das Gefühl. Also die sind da auch in dem Fall so ein bisschen Opfer des Systems geworden. Das waren spannende Gespräche. Doch nun zurück zu Alex Megos. Dieser hat im Lead-Halbfinale ebenso wie Teamkollege Yannick Flohe eine starke Performance hingelegt. Seid ihr zufrieden? Ja, ich würde sagen schon, oder? Soll erfüllt, ins Finale gekommen, jetzt geht's los. Ja, ich kann da nichts hinzufügen.
Ja, Alex, EM für dich jetzt quasi Vergangenheit. Du hast eine super Leistung hingelegt in den ersten Runden und dann gestern eigentlich auch eine gute Leistung. Das hat nicht gereicht fürs Finale. Ja, was ist passiert? Ja, witzigerweise habe ich mich eigentlich gut gefühlt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bis ich halt an diesen einen Zug gekommen bin und er hat sich irgendwie für mich mega unmöglich angefühlt. Von der Route her aber findest du gut geschraubt, warst du zufrieden? Durchwegs im Lead alle Runden mega gut. Also sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, muss ich echt sagen, war der Routenbau richtig gut. Also an der Route lag sicher nicht, also haben wir auch mit Jannik gestern noch besprochen. Ich würde fast sagen, die Finalroute gestern war eine der besten Finalrouten dieses Jahr. Lobende Worte von Alex Megos an die Adresse der Routenbauer. Ist die Kritik am Routenbau also doch nur heiße Luft und alles in Ordnung? Oder was muss sich denn ändern? So firstly, we would need to support more women into route setting. There are enough of them, they just need a little push. We would need some climbers to test, to help the route setters out and to bring a more objective view of the testing, so either retired climbers or neutral ones. And to have some more regulated rules, moderators who will create or help create a better balance of the route setting. Route should get progressively harder. This means that it shouldn't get easier at the top, or it shouldn't be easy in the overhanging part and then just hard at the top. It should get like progressively harder with no rest in between, just climbing. Eine Lösung ist sehr schwierig zu finden. Einerseits brauchst du Routensetzer, die fit genug sind, um Boulder zu bauen, die für Weltklasse-Athleten wie hier gut passen, die nicht zu schwer sind, die nicht zu leicht sind. Das heißt, das Eigenkönnen der Routensetzer muss extrem hoch sein. Und der Grad, dass du die Boulder so baust, dass genau einer 4 Boulder toppt, der nächste nur 3 Boulder und dann hast du nur mehr zwei Tops bei den Bouldern, ist sehr, sehr, sehr schmal und sehr schwierig zu erwischen. Der Routenbau muss sich weiterentwickeln. Sie müssen sehen, dass Sie nicht Züge machen können, wo du auf Schulter drinnen bist. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Viele Stützpositionen, wo du in den gestreckten Ellbogen springst. Da muss sich der Routenbau weiterentwickeln und sich ändern. Das ist so. Es braucht sicher auf der einen Seite ein genaueres Reglement, auf der anderen Seite darf man die Routenbauer nicht zu sehr beschneiden in ihrer Freiheit. Es muss ein guter Mittelweg gefunden werden. Ja. I'm climbing quite often with the athlete, with a Swiss athlete also, and I'm happy to do this because they push me to improve my level, and also each time I have communication and climbing with them, I know more and more well the level. Sagen wir mal so, da gibt es auch noch keine Plattform, die einen guten Austausch ermöglicht. Was auch ein bisschen ein Problem ist, das passiert dann immer auf Social Media und dann ist es immer, ja, der Wettkampf war scheiße geschraubt und die Boulder sind kacke. Und dann die Routenschrauber, die posten natürlich nichts, aber weil sie wahrscheinlich auch nicht dürfen, aber dann hintenrum sagen sie, ja, die Athleten hier, die beschweren sich nur, weil sie nicht gut performen. Und also ich glaube nicht, dass es da bis jetzt eine angemessene Plattform gibt, wo sich Routenbauer und Athleten austauschen könnten. Eine angemessene Plattform für den Austausch. Das ist also einer der vielen Lösungsansätze, der zur Entspannung führen könnte im Thema Routenbau im Wettkampfsport. Wir hoffen, euch hat die Reise nach München gefallen. Wir sind mit vielen Eindrücken zurückgekommen und haben viele Erlebnisse zu verarbeiten. War mega spannend, den Alex so hautnah zu erleben und mit all den Protagonisten zu sprechen. Falls euch die Sendung gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und wie immer abonniert unseren Kanal.